Hallo liebe Aquarellfreunde! Schön, dass immer mehr von euch hier bei mir in der Aquarellwerkstatt dabei sind. Vielen Dank für die vielen Likes und Abos in der letzten Zeit. Es macht uns immer viel Spaß für euch, jede Woche ein neues Aquarellvideo zu drehen. Im Moment, in diesen Corona-Zeiten, fallen ja alle Aquarellkurse aus. Für uns bildende Künstler sind sämtliche Einnahmen weggebrochen. Falls ihr regelmäßig meine Videos schaut und meine Arbeit wertschätzen möchtet, könnt ihr unter dem Video auf Mehr drücken. Dort könnt ihr die Aquarellwerkstatt mit 2 oder 5 Euro monatlich unterstützen. Das ist jederzeit kündbar und ihr habt keine weiteren Verpflichtungen. Nun bedanke ich mich sehr im Voraus und jetzt geht's los. Ein einfaches Wasserglas ist heute mein Motiv. Die einfachen Dinge sind manchmal ja gar nicht so einfach zu malen. Deswegen schlage ich vor, wenn ihr es nachmalen möchtet, nehmt euch gleich 2 Blätter oder 3 und übertragt die Skizze, sodass ihr mehrere Versuche starten könnt. Hier zeige ich euch nochmal meinen Kalender von diesem Jahr mit 2 Blättern, auf denen ich Glasobjekte gemalt habe. Nun die Skizze zum heutigen Motiv. Ich lasse sie etwas länger liegen, damit ihr sie in Ruhe abzeichnen könnt. Ich arbeite auf dem Hahnemühle-Papier Le Rouge. Gut geeignet sind auch zum Beispiel Canson oder Hahnemühle Britannia oder Cornwall. Hier haben wir heute mal Rubbelkrepp. Damit können wir einige Stellen, die später das Glas zum Glänzen bringen, im Vorfeld abdecken. Den Pinsel danach sofort wieder gut ausspülen. Das Rubbelkrepp trocknet sehr schnell und verklebt jeden guten Aquarellpinsel. Bevor ich nun den Hintergrund male, föhne ich das Rubbelkrepp komplett trocken. Auf keinen Fall sollte die Aquarellfarbe durch die Maskierflüssigkeit verunreinigt werden. Den Hintergrund male ich nun mit verschiedenen Mischungen aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Über das Glas wird beherzt drüber gemalt. Im Inneren des Glases variiere ich die Farbmischung schon nach Zylinblau und einer Spur Magenta. Nun kann das Bild trocknen. Danach geht es weiter mit der Oberfläche des Glases. Das Licht in meinem Bild soll von rechts kommen, also möchte ich den linken Rand des Glases etwas dunkler malen. Dafür feuchte ich das Papier am äußersten Rand etwas an und impfe dann mit der Pinselspitze dunkle Farbmischungen von Ultramarinblau und Neutraltinte hinein. Auch am Glasboden setze ich schon einige dunkle Akzente. In die Glasöffnung setze ich rechts auch eine Spur Dunkelheit, nicht zu kräftig, damit das gläserne Material gut herauskommt. Für die rechte Glasseite hebe ich mit Pinsel und Tuch etwas Farbe heraus. Den Übergang versuche ich hier weich zu verblenden. Bei diesem Zellulose-Aquarellpapier kann man sehr gut die Farbe wieder abheben. Es macht Spaß, auf diese Weise mit Helligkeiten zu zeichnen.
Für den Schatten unter dem Glas feuchte ich die Fläche wieder an und setze eine kräftige Mischung aus Ultramarin, Alizarin und einer Spur Sienna gebrannt hinein. Damit sich der Schatten zum Rand hin anlöst, sprühe ich mit der großen Sprühflasche und spritze dann noch etwas Farbe hinein. Um mein Glas noch ein wenig plastischer zu bekommen, lege ich den Hintergrund noch einmal etwas dunkler an. Wieder mit viel Wasser arbeiten, weil sich sonst die untere Farbschicht schnell wieder mit anlöst. Auch die linke Seite muss noch etwas dunkler werden. Mit dem Bleistift setze ich ganz vorsichtig den Schatten der Tischkante hinter dem Glas. Jetzt kann ich das Rubbelkrepp entfernen. Die weißen Reflexionen müssen jetzt noch ein wenig eingebettet werden. Teilweise kann man allzu harte Kanten auch mit dem Pinsel leicht anschrubbeln. Einfach so lange weiterfummeln, bis genügend kleine Reflexe und Spiegelungen entstanden sind. Einige vertikale Linien und einige Punkte hebe ich noch mit dem Pinsel heraus.
So, mein Glas ist fertig. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmalen und nicht gleich aufgeben, wenn es nicht sofort klappt. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.